vielleicht schon Pranken habe. Und ich denke, die Frage werde ich derzeit mit euren Fragen beantworten. Die Frage von Lena ist sehr gut. Und zwar wurde daraus eine richtige Serie. Ich weiß noch nicht, ob ich wirklich eine richtig krasse Serie draus machen soll, weil ich einfach nicht die Leute dafür habe. Man kann eigentlich schon etwas draus machen. Also es hat auf jeden Fall Potenzial und ich freue mich auf die weiteren Teile. Wir hatten wirklich extrem Spaß am Set, also es war wirklich gut. Und auf einmal ist mein Ball, mein Gebiet hier alles gesehen. Hallo, hier bin ich. Jetzt kommt die crazy shit, okay? Ich bin meine Aufnahmen durchgegangen. Ich schalte dich hier mal ein. Und dann habe ich was krasses gesehen. Da warte mal. Guck dich mal an, Digga. Was ist das? Ey, chill mal. Warte mal, machen, weil ich benutze keine Musik, ich benutze keine copyrighted Sachen von von daher ist alles okay. Genau da, Digga, genau das, sag mir mal. Was ist denn da? Ich hab legit Angst, hör auf. Sei ehrlich, das ist ein Prank. Nein, Digga, was denn für ein Prank? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ja, was für ein Prank? Siehst du das nicht? Oder hast du irgendwie Paranoia oder so? Ja, okay, lass schnell zu Ende drehen. Lass einfach schnell drehen. Okay. Aber ich dachte immer noch, mein Kumpel hat mich geprankt oder ist dabei mich geprankt. Und ich bin einfach weiter und hab drauf geschätzt. Ich wollte mein Video dadurch nicht Ganz geklärt. Um 300 Jahren. Ja. Ich hätte bitte die Tür anlegen. Ja? Ist nicht mehr da. Keine Ahnung. Denk mal dran, die Tür wieder anzulegen. Ich hol nicht schnell. So, okay. Da war doch irgendwas, Alter. Schnell, komm. Wir sind ziemlich weit gelaufen und kamen dann an eine ziemlich offene Stelle und ich dachte, okay, jetzt ist der ganze Scheiß vorbei. Ach, mit das Video habe ich auch nicht voll nice. Hä? Das Video, was du gerade guckst, ist nice. Das ist ja einfach ein Killer-Clown, Alter. Ja. Aber das ist ja auch echt so, ne? Also, Das, das ist ich das würde machen auch. die ja nicht zum Spaß, sondern... Was denn? Die Clowns? Ja, wenn die zu dem hingehen würden, dann würde der die echt töten. Ja, kommt drauf an. Also, keine Ahnung, irgendwo haben die Killer-Clowns mal. Hat der so einen kleinen Jungen in den Wald gelockt oder wollte das machen und hat den dann mit einem Messer angegriffen. Dann hatte der hat der so eine Narbe am Arm. Ich habe keine Ahnung, ob die wirklich töten würden. Oh. Habe ich keine Ahnung. Will ich auch ehrlich gesagt nicht wirklich wissen. Ja. Weil ich werde eigentlich, glaube ich, nie in so eine Situation reinkommen. Und wenn ja, Alter, dann gib auf die Fresse. Ja, nee, die hätten aber echt mal dahin gehen müssen und dann aufnehmen, was passiert. Das ist richtig. Ich habe mal sowas gesehen, da hat der so Killer-Clown gespielt, ne, so ein Typ. Einfach, was war das? Und da ist der Typ, hat den eins aufs Maul gegeben, direkt blutige Nase und so. Also der Typ, der erschreckt wurde, hat den dann direkt eine gegeben. So müssen die auch mal machen. Egal wer von den Typen erschreckt wird oder sonst irgendwas. Direkt bumm eine geben. Das war so ein ähnliches Video. Also welche mit dem Auto auf so einer... Ja, auf so einer Ja, wo der Typ dann mit so einer Hake oder so, ne? Hake? Der Typ mit so einer Hake kam da, ne? So ein Clown. Nee, oder würde ich den, der hat die einfach nur so dumm angeguckt, so schräg. Und dann sind die da rausgerannt und haben die verprügelt. Ja, richtig so. Ja, aber da war auch so mal so ein Typ mit der Hake. Also so ein Clown mit der Hake. Alter, ich wäre rausgegangen, ich hätte ihn umgefahren. Weil der ist ja auch, der ist ja auch noch vors Auto, ist der lang gerannt, ne? Kurz vom Auto, damit die anhalten. Okay. Ohne Spaß, wie geistesgestört kann man denn sein? Ja. Ehrlich. Ich hab kein Boost, Digga. Ich hab Boost. 24. Ich hab 100. Damit ein 24 Boost. Ja, das ist so krass, ne, das Video. Also ich habe das gestern Abend, glaube ich, 0 Uhr oder so geguckt. Ich hab so in die Hosen gekackt. Vor allem,
wie dieser Clown einfach die ganze Zeit in die Kamera guckt. Das ist Ja. so fucking gruselig. Ich finde es auch. Ja, bei uns in der Stadt war ja auch schon ein Killer-Clown. Oder so ein Clown Echt? halt. Ja, am Bahnhof stand der So. bei uns. Und, jawohl. Und da waren halt so ein 17- und 22-Jähriger, die haben gesagt, dass der Clown hat halt mit so einer Waffe also mit einer Pistole rumhantiert und hat noch ein Messer bei sich gehabt. Dann sind, wenn die dann, wo die dann näher zu dem hingegangen sind, hat er die dann bedroht mit der Waffe und hat die halt auch verbal angegriffen. Also verbal ist halt so beleidigen und so, ne? Also hat er halt auf Deutsch und auf Englisch beleidigt. Jetzt hier draußen an der Straße ankommen, quasi in Sicherheit. Ich weiß, wir waren nie wirklich in Gefahr, weil das sind einfach meistens Kinder oder Jugendliche. Das wird gleich auch nochmal an. Ich finde das echt ein Trend. Ja, Hauptsache, So, Alter. Das ist krass. Also in Amerika dürfen die ja zu Halloween noch nicht mal Clowns-Sachen tragen, ne? Dürfen die nicht. Ich finde diese Clowns-Dinger fand ich schon immer scheiße. Nice. Jetzt moderiert der ab. Einige finden es witzig, aber der Schmidt an. Steht da hinten schon wieder. Ey, Alpha. Der moderiert ab an der Straße und du siehst einfach, wie hinten so ein weißer Kopf ist. ja, ich weiß. Alter, ich hasse sowas, ne? Gestern, als ich das Video geguckt habe, ne, es war 0 Uhr so, da habe ich direkt eine Rolle bei hier runter gemacht, Alter. Da kriegt man so Schiss, ne? Hä? Stell dir vor, du begegnest den echt mal auf der Straße. Wie ein Outlast. Ja, Alter, Junge. So richtig heftig. Jo, der hat ein Messer in der Hand. Einfach gib Gas. Wir haben Was ein verkauft. Bastard, was ein Bastard. Weil er zoomt einfach doch richtig an die ran. Jetzt denkt ihr, das war das Video? Jetzt seid ihr so naiv zu denken, dass das alles war? Nein, der kranke Scheiß kommt noch. Sind die im Auto? Und jetzt ist er da aber an der Straße. Ja, da habe ich auch ausgemacht, wo der gesagt hat, und das war's jetzt. Da denkt ihr, da habe ich ausgemacht. Lol, warte, ey, den will ich jetzt sehen. Der geht jetzt zu dem hin. Yo, denkst du, es ist witzig, Dicker? Denkst du, ich hab Angst vor dir, du Dreckskind? Falls ihr euch gerade fragt, was passiert ist, der Typ hat ein Messer gezogen. Jetzt kommt sehr kranker Psychoscheiß. Und wer allgemein schwache Nerven hat oder Angst vor Clowns und den ganzen Scheiß, der sollte sich das jetzt nicht anschauen. Nice, wir können das jetzt mal gewinnen. Lol. Er geht einfach, der geht einfach mit einem Messer an dem Fenster lang. Der Clown. Digga. Also nach dem Direkt. hier guck ich mir das auch nochmal an. Direkt, ey, bezahlen das BMW. Ey, das ist ja echt wie so ein kleiner Horrorfilm, ey. Das ist echt. Stell dir vor, du begegnest so einmal auf der Straße. Dann ist das ein Alter, ich Horrorfilm. würd so Dann hast schreien, ey. Junge, du hast. Das ist ein Er ist richtiges recht, Horrorspiel, ey. er meint so, ich gehe zu ihm hin, ne? Weil es sowieso nur so ein scheiß kleines Kind, der da so.
Ja, was meinst du, das ist witzig, du kleines Scheißkind und so, ne? Jesus, für so weit. Bekanntesten Kind allgemein schwache Nerven hat oder Angst vor Clowns und dem. Schließ auf. Nein! Da fast noch dran, Alter, das gibt's nicht. Das ganze Video war komplett fake. Man kann Leute leichter manipulieren, als ihr denkt. Alle schlauen Leute und alle, die bis zum Ende das Video schauen und meinen Humor kennen. Tut mir einen Gefallen. Für die ganzen Menschen, die in den Kommentaren auf Sherlock Holmes suchen und schreiben, ey, das ist fake, sendet denen einfach genau diese Stelle im Video als Antwort. Das war's. Ich hoffe, dieses Video konnte euch unterhalten, denn nur darum ging es mir gerade. Und ja, ich denke, ich habe einen guten Job gemacht. Jojo, fake. Meint er jetzt auch. Ich habe trotzdem Angst. Guck mal zu mir rüber einmal. Ach du Kacke. Ne, ist wirklich kein Fake. Ach, ist wirklich fake. Wirklich fake. Echt? Ja, also die haben das jetzt so gemacht. Als ob? Ja. Ja, aber einmal der Typ jetzt nur zum Unterhalten, meint er. Wie heißt der Hektik, ne? Ja. Mach das mal kurz aus, bitte. Ja, und ich muss mal direkt eine Einladung gerade mal schicken. Okay, gerade nicht mal. Kannst du halt gucken. Eine Gruppe im Auto, ne? Dann steht ein Clown auf der Straße. Instead of driving away like a normal person would, the driver jumps out of the car and knocks the clown to the ground and then runs him over. They go back to see if the clown is okay, but it turns out that the clown is running at them for revenge. God! Fucking God! No! 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 Shit! Oh my God! Stop! Stop! No! Shit! No! No! Oh my God! Shit! Oh my God! Shit! Fuck! 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 Oh my God! Shit! Fucking fucking do it! You want it? Oh no! Ah, shit! He's right after! Hit it! Hit that bitch! Hit that! Number 14. A couple of guys were walking around in a forest in Arlington, New York. You know, just minding their own business, when suddenly in the distance, there's a clown making its way through the trees. It gets closer and closer, and then it starts running at them. This one's pretty spooky to me. Number 13. We've already showcased this clip on my channel, but this clip is just great. Not for the clown, but it sort of shows that people aren't going to take this stuff sitting down anymore. The clown appears out of the darkness holding some balloons and stops a car. The guys jump out of the car and beat the crap out of the clown. It's one of those things that it's just so funny to see. If you're going to try to play a prank on someone and you play it on the wrong person, things might backfire. Number 12. This clip is pretty crazy too. It shows a clown in what seems to be an isolated area. And then there's a group of guys in a car that are recording. The car decides to drive closer to the clown, and the clown starts to run at the car. He then jumps on the hood of the car and they keep driving with him on it. After, it seems like he falls off the car and gets run over, but we can't tell because the video was cut short.
11. This video is just creepy because the clown just sort of stands there. He doesn't make any moves or get closer to the car, and somehow it just makes the scariest of the clips out there. I mean, you just have this dark road in the middle of Florida, and there's a clown just standing there. Personally, I have no idea what I would do if I saw something like this. I would dip. I would not be standing there recording. I would be out by then. Number 10. This is a clown video like no other. Sure, most clowns are evil people who are trying to scare or hurt people, but this guy, he just wants to get down and dance along to the music. It's nice to see that all clowns aren't evil. I mean, most of them are, but some of them aren't. It's still weird that people are dressing up in clowns. Just don't do it. If you're watching this video and you're a clown, just don't dress up as a clown. Simple as that. Just don't. You don't need to. Don't do it, man. Number 9. Imagine you're walking through the woods. You don't have a reason, just imagine you're walking through the woods, and it's the middle of the night. And at your flashlight, you see a clown's mask. Yeah, that's this video. It's freaking terrifying. One of the scariest things. I would not want to be in the woods at all, number 1, in the middle of the night, and I would not want to be in the woods with a clown at the middle of the night. Nope, I would be out of that situation so quick, you would not even be able to find me in 1 minute. It's one of those scary things, like, I would not want to be in the woods with a clown, and that is this video right here, and it's so scary, and I hope these guys made it out alive. Oh shit! Dude, what the fuck? What the shit? What the shit? Shit! Shit! Number 8. There's nothing creepier than seeing a Also clown guckst du appear in gerade the dark dieses out of the Top night 5 when you're driving along Scariest in your Clown car. Videos an. When it starts running at you with some kind of So knife von or mir. hammer in its Nick. hand, Ja. things get even scarier. And that's Wir what gucken happened in jetzt this auch clip. noch ran. It's just one of those things, again, where you do not want to be in the face of a clown. You just want to get out of that situation, quickly drive off, whatever. I know a lot of these clowns have starting to threaten people with weapons, and that's what's been becoming like a thing. And we just do not want that. So if you are driving in the middle of the night and seeing a clown, do not stop, go around the clown. Even if you have to go in the other lane, if there's no car there, just pass by it, because this clip is just freaky, man. Hey! Hey! No! 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 Number 7. Clowns have only recently made it to Florida, but it seems like they're already making a big name for themselves in the currently stormy state. If you're driving around Lake Wales over the next few days, watch out for this clown who had a giant sledgehammer and seemed to be slamming it on the ground. Creepy dude, if you ask me. Number 6. Clowns are everywhere these days, including in the wilderness of Utah. These guys are just riding along with their quads in the middle of nowhere, and a clown comes running at them. I mean, why did these guys dress up as clowns and just walk in the middle of nowhere? Is there a reason? Like, what if no one was in that way? What if no one was in those woods? Do you just walk around in the woods in a clown outfit? It just doesn't make sense, and it's creepy. Do clowns need to make a quota of how many people they scare each day? I don't even know anymore. It's so weird. Number 5. We've seen a lot of clowns committing crimes and trying to hurt people, but not these two. These guys are just going out for their normal weekend drive. You know, clowns have to get groceries too. I don't understand why two clowns... I mean, who would have thought that the people that go to college would be smart? Number 3. I know for a fact that if I walked into my backyard and saw a clown just digging a hole, I would be pretty freaked out. Well, that's what happened to these guys in Missouri. The clown is just digging a hole until he notices he's being watched. Then he runs at the cameraman.
We have no idea what he was digging for. Maybe there was a treasure in the back of this guy's yard. Or maybe he had a dead body that he was burying. We have no idea. Hey! What are you doing? Number 2. If I were minding my own business, shooting some golf, out on a golfing range, the last thing I would expect to see is the clown creeping out behind me. Well, that's exactly what this dude in Massachusetts had happened to him. If I were him, I would have just turned around and swung my club right at the clown. Go. Holy shit, dude, that was nowhere. Oh my. Hey, what the? Alex, what the fuck, dude? Go. Hey, 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 hey! Number 1. I just don't understand the thought process of these dudes who dress up like clowns to scare people. I mean, if you're gonna do something like that, surely you would go to a largely populated area. Well, this clown didn't. He was just hanging out on a sidewalk, in a park, waiting for people under a light to scare them when they walk by. Well, in the video clip here, the teens approach the clown, or at least one of the teens approach the clown, and then the clown starts to run at them with some type of weapon. Still pretty creepy. Don't approach the clowns. I don't know why you guys are all so risky. I would not do that. Anyways, that was our list of the top 15 clown sightings. Did you think we missed out something better? Don't hesitate to leave a comment down below, setting us straight. If you enjoyed this video, make sure to hit the subscribe button so you never miss another. What is that? Let's go.
tut er da an? Was krank ist. Killer Clown Wer ist das Pranks. denn auf YouTube? Killer Clown Pranks von DM Pranks. Das ist richtig krass. Nur den willst du nicht So, begegnen. kenn ich schon. Also da muss einer pissen. Lustig, geil, Digga. Ich will auch mal so ein Killer Clown sein. Und eine ganze Gruppe von Jugendlichen, Alter, rennt einfach vor einen Clown weg.
Ja, ich mach dann aber auch erstmal aus, ne, einfach. Ja, dann bis später vielleicht. Ciao. Ja.